Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr für die Cricut Joy im Cricut Design Space Fonts einführen könnt, also Schriftarten, und wie ihr Files einfügen könnt und dann damit arbeiten könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ihr könnt ja per se schon Sachen nehmen, die hier im Programm drin sind, aber ihr könnt auch Sachen erstellen. Und da wollte ich euch einfach zeigen, wie ihr Schriften integrieren könnt und wie ihr eure Files integrieren könnt. Fangen wir an mit den Schriften. Ihr habt hier, wenn ihr Text eingebt, habt ihr die Schriften, die Cricut zur Verfügung steht, und da habt ihr auch immer einen Preis dahinter. Hier zum Beispiel 5 Franken sind die in der Regel. Es gibt ein paar, die gratis sind, aber in der Regel bezahlt ihr da 5 Franken für. Dann habt ihr die Schriftarten, die ihr per se auf eurem iPad drauf habt, und hier rein integrieren wir auch Schriften, die ihr herunterladen könnt. Hier zum Beispiel dieses Hey Charlie. Das ist eine Schriftart, die ich heruntergeladen habe. Und wie ihr das machen könnt, da braucht ihr ein separates Tool dazu, um diese Schriften, damit euer iPad quasi diese Schrift lesen kann. Da müsst ihr in den App Store und da gebt ihr ein iFont und das Tool ist hier dieses. Das kostet, ich glaube, das ist 1 Franken pro Monat, aber das braucht ihr, damit eben euer iPad die Schriften lesen kann. Das ist das, was ihr zuerst braucht. Das heißt, hier beschafft ihr euch die und ladet die herunter auf euer iPad. Dann verwende ich 2 Webseiten, um Schriften herunterzuladen. Die eine, da habe ich auch schon mal darauf hingewiesen, ist Fontsquirrel, wo ihr verschiedene Schriften habt und hier dann auch zum Beispiel eingrenzen könnt, wenn, was könnten wir da nehmen? Zum Beispiel irgendwas fürs Hand-Drawn. Habt ihr hier coole Schriften, wo ihr die downloaden könnt. Und die andere Seite, die ich euch zeigen will, ist dafont.com. Und hier könnt ihr auch zum Beispiel, ich habe jetzt hier schon, und das ist Pinsel, aber ich werde jetzt hier handgeschrieben nehmen. Und da habt ihr echt coole Schriften und ihr könnt hier effektiv auch einen Beispieltext eingeben, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Und da seht ihr auch immer, wie die verwendet werden darf. Hier zum Beispiel kostenlos für privaten Gebrauch. Oder 100% kostenlos. Oder Testversion, hier, da kriegt ihr nicht die Schrift, sondern da kriegt ihr nur so eine Testversion. Das würde ich euch nicht empfehlen, sondern es müsste wirklich eine sein, wo ihr die Fonts habt und eben, also sie sind halt einfach für den privaten Gebrauch und nicht, um hier dann was damit zu verkaufen. Bei Fontsquirrel habt ihr diese Eingrenzung auch, wenn ihr da zum Beispiel auf eine drauf geht, da steht dann bei der Lizenz, habt ihr die Angaben, was ihr damit machen dürft. Zurück auf Dafont. Ich suche mir jetzt eine, die mir gefällt, die ich noch herunterladen könnte. Und ihr seht 324, also das hat echt massenhaft Schriften drin. Ich nehme jetzt mal die hier, weil was ich mag, wenn da so ein bisschen eine Variation drin ist von der Größe. Das heißt, ich gehe hier auf Download
Dann fragt er, will ich es als ZIP herunterladen? Ich sage ja. Und wenn ich dann in mein iCloud Drive gehe, dann habe ich hier dieses A Little Mixed Up als ZIP-Folder. Und bei den neuen iPads ist es so, dass wenn ich jetzt da drauf klicke, es mir das Ganze, den ZIP-Ordner aufmacht, also unzippt. Wenn ihr ein älteres iPad habt, dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr in den ZIP-Folder reingeht, die Schriften rauskopiert und die separat irgendwo ablegt, weil der ZIP-Folder funktioniert quasi wie eine Mauer, wo das Programm nicht durchkommt. Also ich kann jetzt hier einfach auf das ZIP-Folder drauf klicken und der hat mir einen separaten Ordner gemacht, der unzippt ist. Da gehe ich drauf und hier habe ich diese TTF-Datei, das sind die Schriften. Da klicke ich drauf und jetzt sehe ich, das ist meine Schrift. Und dann kann ich hier drauf gehen und suche mir unter Mehr das iFont-Programm und sage in iFont kopieren. Dann öffnet es iFont und ich sehe hier die Schriften mit Install, die ich eben nicht installiert habe und klicke hier auf Install. Da sage ich Zulassen, da sage ich Schließen und fertig. Und jetzt gehe ich rüber in meine Einstellung und hier steht jetzt Profil geladen. Da klicke ich drauf und sage hier installieren. Dann müsst ihr euren Code eingeben und dann sage ich installieren, installieren und der ist fertig. Damit der Cricut Design Space diese Schriftart jetzt hat, müsst ihr Cricut einmal, also diesen Design Space einmal komplett schließen, dann wieder öffnen. Wenn ihr jetzt ein neues Projekt anlegt, solltet ihr den Text oder die Schriftart unter System, solltet ihr die drin haben. Meine heißt A Little Mixed Up. Also es ist immer gut, wenn ihr euch den Namen merkt und die ist jetzt hier effektiv drauf. Das heißt, ich kann die auswählen, kann was schreiben und habe hier wunderbar diese Schriftart drin. So könnt ihr Schriften integrieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wie ihr Dateien integriert. Ihr könnt einerseits Bilder einfügen, da könnt ihr irgendwas aussuchen. Ich nehme jetzt hier T-Shirts, Designs und dann habt ihr die euch Cricut zur Verfügung stellt. Und hier seht ihr auch wieder, wie teuer die sind. Ich nehme jetzt hier mal ein kostenloses und sage einfügen. Und dann könnte ich das hier verwenden. Das ist die einfachste Variante. Und dann könnt ihr aber auch hochladen und da zum Beispiel sagen, hochgeladene Bilder öffnen. Und dann geht es euch auf den Canvas, wo ihr schon Bilder hochgeladen habt. Da müsstet ihr aber eben vorher das Ganze hochgeladen haben. Ich schließe jetzt wieder. Jetzt nehmen wir zuerst mal ein JPEG. Da gehe ich und suche aus meiner Fotomediathek ein JPEG-Bild aus. Da nehme ich jetzt zum Beispiel dieses Happy Birthday, weil ich da einen Hintergrund habe, den ich einfach löschen kann. Weil im Moment seht ihr, das ist zwar weiß, aber per se ist es weiße Farbe. Das heißt, ich könnte hier nichts ausschneiden, der sieht keine Schnittdatei. Jetzt kann ich mit diesem Entfernen-Tool, sagt er, tippen Sie auf den Bereich, den Sie entfernen möchten und gehe ich auf dieses Weiß. Und ihr seht, jetzt habt ihr nur noch die Schrift. Könnt auch ein bisschen reinzoomen. Ihr seht hier, er hat nicht alles geschnitten, also der innere Teil der Krone hätte ich gerne auch weg. Hier hat es noch ein bisschen weiß. Hier auch noch. Hier auch noch.
Dann haben wir beim B noch weiß. Ihr könnt immer hier überprüfen, wo es schwarz ist. Da klickt ihr einfach drauf. Jetzt haben wir bei der Krone noch ganz klein. So, und jetzt habe ich eine Schnittdatei, die wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich hier sagen Weiter. Und da kann ich jetzt entweder sagen glätten oder Despeckle. Despeckle heißt einfach, wenn ich irgendwo Flecken habe, aber habe ich nicht, versuche nur noch glätten. Und dann ist hier auf Glätten tippen, um Kanten zu verbessern. Sudele habe ich gemacht. Und jetzt kann ich sagen Weiter. Und jetzt will ich die Schnittdatei und nicht das Bild. Das heißt, ich muss gucken, dass der grüne Rahmen hier um die Schnittdatei herum ist und sage dem zum Beispiel Happy B-Day und sage Speichern. Und das hat es mir jetzt in meine Designs hochgeladen. Jetzt kann ich das anklicken und sagen Einfügen. Jetzt habe ich dieses Element hier eingefügt und kann das wunderbar schneiden. Wenn ihr hier so ein Warnzeichen habt, könnt ihr da drauf gehen und der sagt mir jetzt, das Design ist zu groß. Verringern Sie die Designgröße auf 11,4 mal 121,9 oder weniger. Mache jetzt da einfach bearbeiten und sage 11. So, und jetzt ist auch das Warnzeichen weg und so könnte ich das jetzt irgendwo ausschneiden. So könnt ihr ein JPEG-Bild, das heißt irgendetwas, was einen Hintergrund hat, bearbeiten und als Datei einfügen. Ihr müsst einfach darauf achten, dass es eine gute Differenz oder Unterschied zwischen den Hintergrundfarben und dem, was ihr dann als Datei haben wollt, hat. Also wenn irgendwas gelb und orange ist, dann wird das ja wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren. Das ist es, wie ihr eine JPEG-Datei integrieren könnt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr ein PNG integriert. PNG heißt, ihr habt schon einen transparenten Hintergrund. Ich habe hier, als ich die Panda-Sticker gemacht habe, habe ich die als PNG gespeichert. Das sieht jetzt aus, als ob es weiß wäre, aber per se hat das einen transparenten Hintergrund. Und das seht ihr dadurch, dass diese Vierecke hier grau-weiß im Hintergrund sind. Das ist so schon eine PNG-Datei. Und ihr seht es auch hier von der Schnittform her, das erkennt wirklich, dass das alles Einzelelemente sind. Und hier könnt ihr dann auf Weiter klicken und dann eben, ihr könntet noch optimieren, das will ich jetzt nicht. Und dann geht es darum, eben diese Schnittdatei zu speichern. Ich sage jetzt Panda und sage Speichern. Und dann habe ich diese Panda Outlines effektiv und kann die einfügen. Auch hier logischerweise wieder zu groß. So, und das wären jetzt die. Macht jetzt im Moment gerade nicht Sinn, aber es war jetzt gerade so eine PNG-Datei, die ich habe. Einfach damit ihr seht, wenn ihr was habt, was schon einen transparenten Hintergrund hat, funktioniert das eigentlich fast besser. So, das ist das. Jetzt die dritte Variante ist, dass ihr schon ein SVG-File oder SVG-File habt. Das heißt, ihr habt mit einem Programm entweder selber etwas erstellt auf einem Computer und wollt das integrieren oder ihr habt irgendwo zum Beispiel auf Makerist eine Datei gekauft. Das mache ich jetzt auch kurz, um euch das zu zeigen. Wenn ihr hier auf Makerist seid, dann könnt ihr hier bei Plotten Plotter-Dateien
Und da könnt ihr echt, die haben super viele Dateien, die man sich hier beschaffen kann. Ich nehme jetzt hier mal diese Plotter-Datei Label Summer Edition und kaufe die kurz. Vielleicht hier auch, ihr seht jeweils, was ihr bekommt. Hier ist ein Motiv zum selber plotten, SVG, DXF, Schneidedatei, PNG, Bilddatei. Und wenn ihr da auf mehr lesen geht, dann seht ihr auch die Nutzungsrechte und da steht jetzt, Grafiken dürfen nur für den privaten Zweck verwendet werden. Gewerbliche Nutzung nicht gestattet. In der Regel habt ihr entweder solche oder ihr habt solche, die für maximal 10 Stück verwendet werden dürfen. Hier, das müsst ihr einfach beachten. So, ich habe mir die jetzt gekauft und jetzt kann ich sagen, ZIP herunterladen. Ich sage laden. Wenn ich die heruntergeladen habe, dann kann ich in meinem iCloud Drive hier diese Datei holen. Auch wieder, wenn ich hier mit diesem neueren iPad draufklicke, dann öffnet es mir diese ZIP-Datei und erstellt einen Ordner. Und hier drin sehe ich jetzt, dass ich diese SVG-Datei habe. Das heißt, ich habe die Nutzungsbedingungen, ich habe ein Bild davon, die DXF, das braucht ihr für andere Programme, aber was wir brauchen, ist diese SVG. Und jetzt gehe ich auf mein Cricut, das hier kurz aus und kann sagen, hochladen, Dateien durchsuchen. Und jetzt kann ich genau auf diesen Ordner gehen und mir diese SVG-Datei herunterladen. Ich gebe dem einen Titel und speichere das. Dann lädt es das in meine Designs. Ich kann hier draufklicken und sagen einfügen. Und jetzt habt ihr diverse Sachen hier drin. Ich mache das jeweils so, dass ich diese Datei kurz ein bisschen bereinige, wenn es so viele Sachen drin hat. Das heißt, ich hebe hier unter Aktivitäten die Verbindungen auf, bis da nichts mehr zusammenhängt. Also hier zum Beispiel dieses ganze Gedöns brauche ich nicht. Und das dann auch wieder zerlegen. Also ihr müsst so ein paar Mal zerlegen, bis ihr genau das habt, was ihr haben wollt. Das heißt, das Kästchen kann ich löschen und das kann ich wieder verbinden. Hier auch das Kästchen löschen, die Datei verbinden. Und das mache ich jetzt quasi durchs Band durch und bin dann wieder zurück. So, und ich habe jetzt das Ganze bereinigt, das heißt, ich kann einzelne Elemente ein- oder ausblenden. Ich werde jetzt alles ausblenden bis auf das Aloha. Das heißt, ich habe hier noch dieses Bild und damit kann ich jetzt quasi auch arbeiten und das ausschneiden. Ein kleiner Hinweis, den ich euch noch geben wollte zum Integrieren von SVG-Files. Wenn ein SVG-File eine Schriftart beinhaltet, die auf eurem iPad nicht geladen ist, dann wird es so nicht funktionieren. Dann versucht er das einfach in irgendeine Schriftart umzuwandeln, die er hat. Das heißt, wenn ihr wirklich hier, ich habe hier was integriert, weil ich diese Schrift nicht auf dem iPad habe und habe das zuerst auf meinem Computer in Pfade umgewandelt. Das heißt, das ist per se keine Schrift mehr, sondern das ist nur ein Bild von dieser Schrift. Es ist keine Schrift selber mehr dabei und so könnt ihr es integrieren. Anders funktioniert es nicht. Einfach hier noch dieser Tipp. So, das waren diese Varianten. Das heißt, ihr könnt per se irgendwas nehmen, was ihr schon auf dem Canvas habt. Ihr könnt ein Bild einfügen, ihr könnt Text, da neue Schriftarten integrieren. Ihr könnt JPEGs hochladen und den Hintergrund bearbeiten, sodass ihr eine Schnittdatei habt. Ihr könnt PNGs hochladen, wo ihr schon einen transparenten Hintergrund habt.
Und ihr könnt SVG-Dateien, entweder solche, die ihr schon erstellt habt oder irgendwo kauft, könnt ihr integrieren. Und das sind die Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn das so ist, dann drückt auch gerne auf das Like unten. Und die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch natürlich auch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!